So, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute möchte ich wieder etwas mit der Jelly Plate gestalten, und zwar ein paar Weihnachtskarten. Ich habe mir die circa so geschnitten, wie diese Platte ist, so groß. Und hierfür braucht ihr eine Jelly Plate, dann weiße Blätter zum Abrollen für die Farbe. Ich verwende heute, probiere ich diesen Nudelwalker mit Muster aus. Auch das möchte ich gern versuchen. Das ist so eine Rolle. Dann habe ich wieder hier so Schablonen. Und ich habe selbst Schablonen zugeschnitten aus Papier, einem Baum. Und da möchte ich jetzt ein bisschen experimentieren. Und zwar mit etwas Beige. Da hier noch Spuren sind, möchte ich die mit etwas Beige wieder auffangen und einen ganz zarten Hintergrund für die nächste Karte abdrucken. Ich könnte hier jetzt wieder probieren, wieder drüber. So, das ist schon besser geworden. Und jetzt nehme ich vielleicht hier diesen Stern. Ich nehme die nächste Karte. Schau wieder, dass ich das zentriere. Das wird jetzt sicher ein sehr heller Abdruck, aber ich will ja dann noch einen drüber drucken. Beim ersten Abdruck, glaube ich, werde ich, wenn, dann nur mehr ganz zart drüber drucken, oder ich lasse es so. Es ist am Anfang gescheiter, man lässt die Karten einmal trocknen und überlegt sich dann in Ruhe, ob man noch einen weiteren Druck drüber macht. Hier muss ich schön schauen, dass der Stern ordentlich durchkommt, weil der ist ja etwas erhaben. So, jetzt wird spannend. Oh, das sieht ja fantastisch schon aus. Eigentlich müsste ich jetzt nur mehr den Stern etwas netter herausarbeiten. Um das zu tun, brauche ich jetzt das, gebe ich das jetzt runter. Vorsichtig, dass es nicht reißt. Na, ich werde einfach noch einen Hintergrund machen und einfach noch drüber drucken, einen Teil, und den Stern etwas dunkler ausarbeiten, und zwar mit etwas Gold. Ich werde den Stern vergolden. Was ich jetzt mache aber, ist wieder so einen Abdruck. So. Dann werde ich hier einfach Farbe abnehmen, damit nicht zu viel Farbe auf die Karte kommt, weil ich ja schon einen Druck habe. Ich will mir ja jetzt nicht den ganzen Druck mit Farbe beklecksen. Was ihr auch immer zur Seite haben solltet, sind so Feuchttücher.
damit man eben sich immer dazwischendurch auch die Finger abwischen kann, damit die Karten sauber bleiben. Also wenn man Karten direkt gleich bedruckt, schon vorgeschnittene, muss man ein bisschen mehr darauf achten, auf Sauberkeit. So, jetzt nehme ich wieder die Karte. Jetzt habe ich hier die Karte. Sie ist noch sehr hell. Und ich versuche jetzt, dass ich wieder den Abdruck so circa hinbekomme. Und dass der Stern dann mit dem Gold bedeckt ist. So, der Stern ist jetzt bedeckt, aber nicht mehr sichtbar. Das heißt, der Druck ist aber sehr schön als Hintergrund. Das heißt, ich werde jetzt einfach weitermachen. Und zwar mit einer dunkleren Farbe. Hier haben wir schon das Grün dabei. Das Grün oder ein Orange, dass es nicht zu dunkel wird. So, auch hier nehme ich wieder meinen Nudelwalker. Ich muss nur schauen, dass es sich nicht zum Schmieren beginnt, sondern dass der Nudelwalker schön rollt. Und jetzt werde ich einfach den Stern noch einmal drauflegen. Und auch hier etwas Farbe abnehmen, damit nicht alles orange wird. So bleibt mit dieser Methode dann immer wieder etwas vom Hintergrund besser erhalten. So, und jetzt das Ganze noch einmal. Wieder Finger abwischen. Und jetzt bleibt der Stern wieder hell und mein Ziel ist jetzt, dass die Umgebung dunkler wird und der Stern so wieder rauskommt. Und die Bronze vom Stern dann als Form erhalten bleibt, auch wenn er jetzt sicher nicht so exakt gleich drauf liegt. Ja, also das ist jetzt schon sehr nett geworden. Diese weiße Stelle gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich werde hier ein bisschen schummeln. So, und schon ist sie wieder weg. Jetzt habe ich hier das Gold und habe eigentlich sehr schöne Farbnuancen. Und jetzt könnte ich eigentlich noch einmal das gleiche machen. Und zwar probieren wir jetzt noch ein bisschen mehr. Noch eine dunklere Farbe. Etwas Rot, ganz wenig Rot.
So kann man sehr schön in Schichten arbeiten. So, wieder das Muster drüber. Und ein paar Stellen werde ich vielleicht wieder wegnehmen, dass nicht alles zu rot wird. Und den Stern lege ich auch drauf. Ich sehe sogar noch jetzt, wenn man genau schaut, wo er zuerst gelegen ist. Das ist sehr gut. So, Finger abwischen. Das Ganze positionieren. Und noch einmal geht's. Man muss halt bei dieser Technik immer beachten, wenn man was Farbe drüber druckt, dass die Schicht drunter dann natürlich verliert. Das heißt, wenn ich nicht will, dass die Schicht drunter verliert, dann muss ich Farbe wegnehmen oder eine Schablone, in unserem Fall den Stern, wieder drüber legen. Und siehe da, voilà. Jetzt ist eigentlich so, wie ich mir das gedacht habe. Und ich habe es fast identisch wieder hinlegen können. Und der Stern ist mit diesem netten Hintergrund wirklich sehr, sehr gut herausgekommen. Also diese Variante würde ich jetzt schon lassen.